Diese Transformation wird dich umhauen. Heute im Video die Montage des Offroad-LKW von Jesse CAD. Diese Karosserie kommt aus dem 3D-Drucker und die Dateien hierzu bekommst du bei Jesse CAD. Wenn du mehr über die Karosserie speziell an sich wissen möchtest, dann verlinke ich dir jetzt mal die komplette Videoreihe zu diesem Fahrzeug oben in der Infobox. Wenn du direkt zu Jesse CAD möchtest, dann schau doch jetzt am besten mal unten in der Videobeschreibung nach. Dort ist ein Link zu Kals 3D. Heute schauen wir uns die Passgenauigkeit der Teile an, denn wir montieren diesen Offroad-LKW auf den TRX 4 Sport. Was du dafür alles demontieren musst, das schauen wir uns jetzt an. Alles, was du für die Demontage brauchst, ist natürlich erstmal noch dein hässliches Endline und einen Inbus in der Größe 2. Das kann man per Hand machen. Wenn man es etwas schneller machen möchte, nimmt man sich dann hier so einen kleinen Akkuschrauber mit dazu. Und was fliegt als erstes weg? Als erstes kommt natürlich die Karosserie runter. Die brauchen wir später so nicht mehr. Und hier haben wir das Chassis. Die Stoßstange hier hinten muss runter. Die Karohalter hinten sowie vorne. Dann natürlich die vordere Stoßstange und die beiden Rockslider links und rechts. Das war's auch schon. Dann soll alles hier drauf passen und wir haben innerhalb von wenigen Minuten einen TRX 4 Sport Pickup gegen einen Offroad-LKW getauscht. Ich bin sehr gespannt. Der große Vorteil, es ist jetzt wirklich nur noch Teile tauschen. Selbst die Schrauben hier, die können wir wiederverwenden. Also lege dir deine Teile am besten zur Seite und behalte deine Schrauben an den Teilen. Dann weißt du ganz genau, welche Schrauben du gleich für die Montage benötigst. Diese beiden Schrauben hier, die fliegen jetzt erstmal raus. Wenn du die beiden Schrauben los hast, dann kannst du hier die Stoßstange ganz einfach rausziehen. Und jetzt stecke ich die Schrauben hier einfach rein, so weiß ich später genau, wo meine Punkte sind zum Fixieren. Wir befinden uns an den vorderen Karosseriehaltern. Hier sehen wir so ein bisschen unser Lenkservo. Wir müssen jetzt einfach nur hier diese Stifte rausnehmen. Das machen wir, indem wir diese beiden Schrauben einmal lösen. Sind die Schrauben gelöst, so kannst du deine Karohalter einfach entfernen. Der Mittelsteg bleibt drin, später an der Hinterachse wird dieser entfernt. Nun geht es den Rockslidern oder Trittbrettern an den Kragen. Dazu lösen wir einfach diese 4 Schrauben und können dann dieses Trittbrett hier komplett abnehmen. Das Abnehmen geht dann ganz einfach, wenn du die Schrauben abhast. So sieht das Ganze aus. Das gleiche musst du jetzt natürlich noch auf der gegenüberliegenden Seite machen. Das Prinzip ist genau dasselbe. Im darauffolgenden Schritt entfernen wir die hintere Karosseriehalterung. Zuerst löst du diese Schraube hier in der Mitte und dann kannst du hier an der Dämpferaufnahme diese beiden Schrauben hier lösen. Achtung, nicht den Dämpfer lösen, sondern auch hier wirklich im Inneren diese beiden Schrauben. Hast du auch diese Schrauben gelöst, dann kannst du dieses Teil hier wunderbar rausnehmen. So sieht es aus. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Schritt, nämlich der Heckstoßstange. Bei der Heckstoßstange reicht es nicht nur, die Stoßstange hier zu entfernen, sondern du musst hier wirklich diesen ganzen Apparat entfernen. Das sind diese 4 Schrauben auf beiden Seiten. 2 Stück. Hast du diese 4 Schrauben entfernt, dann kannst du dieses Teil hier einfach rausziehen. Hast du die gezeigten Teile entfernt, dann sieht der TRX 4 plötzlich so aus. Die wichtigsten Teile sind vorhanden geblieben. Alles, was noch zum Pickup gehört, ist weg. So sieht das Ganze aus. Wenn du jetzt aber sagst, ey, ich habe doch einen Defender, kein Problem, selbes Spiel. Einfach die gezeigten Teile demontieren und schon hast du dieses Chassis nur mit ein paar mehr Features. Weiter geht's mit der Montage des Offroad-LKW und hier entscheidet sich, wie passgenau die Dateien erstellt sind und ob wir nacharbeiten müssen. Ich habe aber ein ziemlich gutes Gefühl. Beginnen wir auch nun wieder mit der Frontstoßstange. Ich nehme meine beiden Schrauben raus.
nehme jetzt hier mal die Frontstoßstange. So, man kann die natürlich variieren. Hier sind passend die Löcher drin. Ha, das passt sehr gut. Ich schiebe sie ganz durch. Das macht jetzt schon einen sehr stabilen Eindruck. Hier geht also nichts kaputt. Natürlich muss man dann auch schauen, mit welchem Filament du das Ganze gedruckt hast. Aber die Datei hier, die ist auf alle Fälle sehr, sehr passgenau. Jetzt die beiden Schrauben nur noch festdrehen und schon haben wir eine stabile Frontstoßstange. Vorteil hierbei ist auch, dass hier alles geschraubt ist, sodass du, wenn du mal einen Schaden hast, dir zu Hause deine Sachen einfach nochmal nachdrucken kannst, deine Ersatzteile und diese dann hier Plug and Play tauschen kannst. Kommen wir zu diesem Teil, zu diesem schönen Getriebetunnel mit Schaltknauf, Handbremse, Untersetzungsgetriebe, allem was dazugehört. Wie setzen wir das Ganze drauf? Hier haben wir ja vorhin unsere Karohalter rausgenommen. Die beiden Schrauben nehmen raus und jetzt können wir dieses Teil hier ganz wunderbar einsetzen. Wir schrauben dieses Teil hier fest in den gleichen Punkten, wo wir vorhin unsere Karohalter festgeschraubt hatten. Und hier hinten werden wir das Ganze auch nochmal befestigen, und zwar in den Löchern von den Trittbrettern. Hier nimmst du das innere Loch, genauso wie auf der anderen Seite. Das Teil ist drauf, die Schraube ist fest, die Schraube ist auch fest. Hier siehst du nochmal, dass wir das hier mit den bereits vorhandenen Löchern vom Trittbrett geschraubt haben. Und ich habe natürlich auch die Schrauben vom Trittbrett verwendet, die beim Traxxas dabei waren. Ich habe hier auch keine zusätzlichen Schrauben gebraucht und das macht einen sehr, sehr guten, stabilen Eindruck. Da passiert nichts. Jetzt nimmt unser Geländefahrzeug schon langsam ein wenig Gestalt an. Unsere Empfängerbox wird verkleidet mit diesem schicken Tank. Achte darauf, dass das Trittbrett fürs Führerhaus hier nach vorne zeigt. Und dieses kleine Loch hier, das sorgt dafür, dass du hier auch nochmal reinschauen kannst, welche Farbe denn hier gerade leuchtet oder ob eine Fehlermeldung kommt. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Zum Befestigen nutzen wir jetzt hier links und rechts die äußeren Löcher, die wir vorher am Trittbrett hatten. Und auch das hier sieht wunderbar passgenau aus. Das schrauben wir jetzt fest. Bisher wirklich reinstes Plug and Play. Das sitzt fest dran. Und von dem Empfänger sieht man hier gar nichts mehr, beziehungsweise von der großen Empfängerbox. Finde ich ziemlich cool. Die Antenne hier, die muss ich später noch verschwinden lassen, aber das ist ja ganz einfach. Hier einfach so ein bisschen das Röhrchen abziehen und schon dürfte auch dieser Nupsi hier nicht mehr stören. Den kann man später auch nochmal kürzen, wenn man das dann gerne möchte. Auf der gegenüberliegenden Seite wird es dann ein bisschen spannender, denn hier haben wir unseren Regler sitzen und den On-Off-Schalter. Das Prinzip ist genau dasselbe. Wir haben hier wieder ein schönes Seitenteil. Das Trittbrett kommt wieder nach vorne zur Fahrerkabine und so wird das Ganze hier draufgesetzt. Es gibt eine tolle Sache, und zwar diesen kleinen Stift hier. Der kleine Stift wird jetzt von innen dran gesetzt, sodass wir auch später unser Fahrzeug wieder an- und ausschalten können. Den Stift ein bisschen festhalten. Ha! Geschafft. So können wir jetzt unser Fahrzeug ein- und ausschalten. Jetzt auch hier wieder an beiden Seiten festschrauben und dann kann es auch schon weitergehen. Das Seitenteil ist wunderbar fest, hält super, hat auch sofort gepasst. Und hier können wir jetzt unser Fahrzeug ein- und ausschalten. Der guckt wirklich nur minimal raus, das ist sehr angenehm, man bleibt überhaupt nicht hängen und es stört auch in der Optik überhaupt nicht. Und wir können hier wunderbar wirklich das Fahrzeug ein- und ausschalten. Und auch die Kühlrippen hier von dem Regler bekommen noch genügend Luft. Besonderheit bei diesem Seitenteil, es gibt einen Auspuff. Und da schauen wir jetzt mal, wie genau dieses Teil hier wirklich sitzt, ob wir den einfach drunter schrauben können oder nicht. Hier haben wir unseren kleinen Auspuff und hier eine ganz kleine Schraube, die werde ich jetzt gleich mit einem feinen Schraubendreher eindrehen und die Schraube kommt durch dieses Loch. Dieses Loch wirst du in deinem TRX4 finden und ich habe mal hier reingeschaut, dieses 3D-Druckteil, das passt wirklich super. Wir haben auf der anderen Seite wirklich auch diesen Punkt, wo wir diese Schneidschraube eindrehen können und das machen wir jetzt auch mal. Das kommt ran, dann wird das Ganze festgezogen. Da ist auch noch mal so eine kleine Arretierung dran.
So, nach fest kommt ab. Dieser Auspuff, der verjüngt sich hier, sodass wir wirklich nur minimal da Bodenfreiheit einschränken. Das ist also wirklich ganz, ganz wenig. Der wird richtig schön flach. Und wenn man drunter guckt, dann sieht es so aus, als wenn er hier aus dem Unterboden kommt. Das sieht doch klasse aus. Das ist doch cool. Wir kommen hier auf gar keinen Fall dran. Er ist hoch genug. Den sollten wir uns nicht so schnell abfahren. Und selbst wenn, du hast ja die Datei gekauft zu Hause und kannst dir deinen Auspuff jederzeit nochmal nachdrucken. Das vorletzte Teil ist dieser große Rahmen hier und der kommt hier hinten ganz wunderbar dazwischen, zwischen die beiden Dämpferaufnahmen. Gucken wir mal, ob das passt. Tatsache, das sitzt schon. Prima. Wie befestigen wir das Ganze? Ganz einfach. Vorher saßen ja diese langen Schrauben hier drin. Und so befestigen wir jetzt auch hier den hinteren Rahmen. Hier gibt es nämlich extra Löcher. Da schiebe ich die Schrauben schon mal rein. Dann schraube ich die Schrauben jetzt fest. Und dann gucken wir mal, ob der hintere Rahmen hält. Der hält auf jeden Fall richtig gut. Der hält auch was aus. Ich zeige dir das jetzt mal mit Absicht. Das macht man normalerweise natürlich nicht. Aber bis auf meinem Akkustecker klappert und rappelt hier überhaupt nichts. Wie gesagt, das wollte ich dir mal demonstrieren. Das macht wirklich einen super Eindruck. Klar, hier oben mit dem Schaltknauf und sowas, da muss man jetzt erstmal ein bisschen mit aufpassen. Aber ansonsten ist das wirklich super konstruiert. Finde ich persönlich sehr klasse. Kommen wir jetzt zum besten Teil, nämlich der Fahrerkabine. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Original-Karosserieklammer von deinem TRX4. Das Führerhaus steht bereit, die Hochzeit ist es nicht ganz, aber trotzdem hat es irgendwie einen ganz besonderen Moment, wenn man dann das erste Mal seine fertig gedruckte und zusammengesetzte Haube draufsetzt. So, wir passen auf die Mittelkonsole, auf den Getriebetunnel. Dann setzen wir das mal vorsichtig auf. Das sieht schon mal gut aus. Wie befestige ich jetzt das Ganze? Mit der Karo-Klammer. Die kommt hier vorne nämlich ganz vorsichtig rein und dann kann man das Führerhaus nämlich später auch kippen. Das zeige ich dir jetzt mal. Jetzt sieht es doch schon ziemlich cool aus. Den Splint habe ich einfach durchgeschoben, als ich die Karosserie angewinkelt habe. Ich kann das hier nochmal machen. So sieht das dann aus. Der Splint sitzt dann hier vorne drin. Da ist er. Da kann man es vielleicht ganz gut sehen. Und der hält dann dieses Scharnier sozusagen zusammen. Wir können das vorsichtig absetzen. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, die Karosserie richtig festzumachen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Du kannst noch einen Splint hier unten reinsetzen und einmal auf der anderen Seite. Auch hier an der Position nochmal jeweils einen Karo-Splint und schon hast du dann hier nicht mehr dieses Gewackel, sondern dann ist sie wirklich fest und wenn du es dann mal brauchst, dann kannst du sie ausklappen, wenn du zum Beispiel mal an den Motor möchtest oder an dein Servo. Wenn du Kleinigkeiten nachschauen möchtest, dann hast du aber auch hier die Möglichkeit, die Motorhaube einfach zu entfernen und kommst zum Beispiel hier an dein kleines Servo, wenn du hier das Lenkrad später mit fernsteuern möchtest. Wie man so ein Servo einbaut und was du für ein Servo kaufen musst, das siehst du dann auch in der Anleitung von Jesse CAD. Jetzt machen wir das erstmal richtig fest und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis hier im Detail aussieht. Und hier ist er, der fertige Offroad-LKW. Ich finde, der sieht richtig, richtig cool aus. Schau dir das Ganze mal an. Es haben alle Teile wirklich super gepasst. Ganz klasse. Die Karosserie hier, das Fahrerhaus, ist ganz einfach mit diesen Splinten festgemacht. Ich wackel jetzt auch hier mal, dass du das sehen kannst. Das ist wirklich super stabil. Da passiert so schnell nichts mit. Finde ich echt klasse. Und wenn ich dann doch mal irgendwo dran muss, dann kann ich einfach die Splinte hier rausziehen, das Führerhaus nach vorne kippen. Was mir auch sehr gut gefällt, hier der On-Off-Schalter. Man kommt wirklich super dran und man muss hier nichts auseinanderbauen, um an den Akku zu kommen. Du kannst es ganz einfach hier rausheben und kannst dann einen Akku einsetzen. Das funktioniert wirklich gut, wenn man sich jetzt nicht gerade so doof anstellt wie ich. Du siehst, ne, alles fest, Akku rein, raus, ist überhaupt kein Problem.
finde ich super. Du wirst hier also überhaupt nicht in deiner Akkuwahl eingeschränkt. Und auch das TRX4-Chassis wird überhaupt nicht eingeschränkt. Man hat eigentlich nur noch mal die Karo ordentlich verändert und der Karo hier ein super Upgrade verpasst. Man sieht überhaupt gar nicht mehr, was das vorher für ein langweiliger Pickup war, sondern sieht jetzt das hier und ganz ehrlich, das finde ich ziemlich cool. Das finde ich richtig, richtig geil. Das macht richtig Spaß. Was wir uns jetzt natürlich noch so ein bisschen anschauen müssen, das ist dann individuell, je nachdem, wie du gedruckt hast, wie schwer das Ganze ist, dass man jetzt nochmal die Federn einstellt. Die Federn hier, die sind natürlich auf eine ganz, ganz, ganz leichte Lexan-Karosserie eingestellt und jetzt ist da natürlich minimal mehr Gewicht drauf, aber das kannst du ja hier an den Federn ganz einfach einstellen. Wenn du jetzt sagst, das sieht ja langweilig aus und was ist das denn hier hinten? Keine Angst, dafür gibt es auch was von Jesse CAD und zwar, so jetzt knicke ich die Antenne mal vorsichtig ab, unter anderem eine Druckdatei für so eine Pritsche hier. Guck mal hier, zack, kannst du dann hochklappen. Das schauen wir uns mal in einem anderen Video an. Ich habe noch ganz viele lustige Sachen zugeschickt bekommen. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dein World Control RC.